benutze hier eine Schweinelende. Die tue ich als erstes ein bisschen entfetten und natürlich ziehen wir dann auch noch die Silberhaut runter. Das Gezottel schneiden wir alles ein bisschen weg, dass es sauber aussieht. Die Schweinelende tun wir etwas parieren. Damit vergrößern wir die Oberfläche und lockern die Fleischfasern. So, das gibt jetzt eine Vakuumpökelung. Ich benutze jetzt 30 Gramm Pökelsalz auf 1 Kilogramm Fleisch. Da müsst ihr aufpassen, der hat nur 650 Gramm circa und da müsst ihr das berechnen. Schon ist es zu salzig. Bei 30 Gramm liegt er genau richtig. Schön drin wenden, in Ritzen und Kanten einschmieren und das ist schon alles. So, das gute Stück habe ich jetzt vakuumiert. Das kommt jetzt 3 Tage in den Kühlschrank, ins unterste Fach. Dort ist es am kühlsten. Und wenn er mal am Kühlschrank kommt zum Bierchen holen, könnt ihr das auch mal ein bisschen drücken, so wie bei deiner Frau. Jetzt geht's weiter. Danach tun wir die Lende in der Mitte durchschneiden, aber nicht ganz durchschneiden. Danach tun wir das Fleisch ein bisschen partieren. Da wird es auch schön weich. Ich benutze jetzt wieder ein leckeres Stehgewürz. Wir tun das innen und außen schön würzen und dann ist es schon gut. So, ich habe mich jetzt entschlossen, diese Lende mit meinem Eierspeck zu belegen. Danach kommt noch ein bisschen Käse rein und dann können wir die Lende schon verschließen. So, ich habe jetzt so ein paar Holzstäbchen benutzt. Das wird dann fixiert und wenn ihr das schön gleichmäßig macht, dann könnt ihr es dann auch nachher schön zubinden. Das ist jetzt ein Trick, das kommt jetzt gleich. Das ist so ein Rollbrategarn, sage ich jetzt mal. Dann müsst ihr schön lang machen, doppelt legen. Und dann fängt er hier hinten an, legt das hier so drum, macht es hier über Kreuz, zieht das hier schön fest an, dann zieht sich das zusammen. Dann legt ihr das wieder hier drum, zieht es wieder schön fest zusammen. Stäbchen ein bisschen fixieren und dann wieder rumlegen, schön fest zusammenziehen. Ja, das nächste. Dann legen wir das wieder hier rum, tun das wieder schön zusammenziehen. Das ist auch ein bisschen schief, das tun wir auch noch ein bisschen besser machen. Das binden wir dann jetzt hier gerade so zusammen. Perfekt, schaut euch das mal an. Und das geht auch später ganz leicht ab, da braucht ihr gar keine Angst zu haben. So, das kommt dann erst nochmal in den Kühlschrank. Und dann kann das schön noch ein bisschen durchziehen. Hat jetzt auch eine tolle Farbe bekommen, nochmal schön durchgezogen. Super. Olivenöl rein. Dann nehmen wir 160, 170 Grad und dann wird es durchgegart. So, die Kartoffeln tun wir dann separat braten. Die mache ich in der Heißluftfritteuse, da geht schneller und werden knuspriger. Das noch dabei, wenn ihr wisst, was das ist, schreibt mir mal in die Beschreibung rein. Ist extra für Fleisch. Also ein bisschen abmache hier, einen kleinen Mixer. Und dann kommt das noch ein Mixer rein. Das kommt dann noch hier ein bisschen drüber. Und dann später werden die Kartoffeln. Temperatur ist 25 bis 30 Minuten. Backofen vorheizen. Wer einen Stichthermometer hat, Thermometer benutze. Ich habe sie durchgegart auf 67 Grad. War perfekt, super weich. So, da können wir ja auch schon ein paar mit reinmachen. Der Rest wird dann klein gemahlen und kommt dann noch über die Kartoffeln drüber. Gibt einen leckeren Geschmack. Ein bisschen Knoblauch noch rein. So, wir haben jetzt hier ein bisschen Rosmarin reingemacht. Dann haben wir hier ein bisschen Koriander noch. Zum ein klein bisschen aufmixen. Das kommt dann ganz zum Schluss drüber. Übrigens Backofen auf 150 Grad stelle. Bisschen Söschen. Da könnt ihr jetzt Petersilie nehmen. Ich benutze wieder Koriander, weil wir das gern haben. Also hier haben wir auch schon, was später noch drüber kommt. So, das mixen wir noch, aber tut es nicht so lang mixen, schon habt ihr Butter. So, ich mache einen halben Teelöffel Mehl noch rein. Macht nicht zu viel rein, schon gibt es zu klumpig. Das kommt dann später noch über die Lende drüber. Das ist euer Söschen. Mal kurz durchmixen und fertig. So, ich habe jetzt 66, ist ein bisschen mehr, vielleicht 67 Grad. Das passt. So. Waren ungefähr 8 Minuten. Kommt ein bisschen von unserer Soße drüber. Die habe ich mir abgefüllt ins Glas jetzt. Lecker. So, alles ganz dezent. Unsere Kräuter noch. Rosmarinzweig. Dann machen wir auch mal einen Anschnitt. Die Spieße könnt ihr jetzt auch dann rausziehen. Seht ihr, die gehen ganz einfach raus.
Schöne Portion Kartoffeln. Also sehr wichtig, Kerntemperatur einhalten, da wird es super zart. Früher war ich eigentlich nicht so begeistert von Lende, aber jetzt muss ich sagen, das ist wirklich klasse, super weich, hammerlecker. Dann ich sag mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.